Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns das nächste Verfahren, auch ein relativ simples Verfahren, noch keine Sorge, wir werden auch noch richtig heftige Verfahren machen, und zwar zur Authentifizierung. Und zwar geht es heute um CHAP oder auch ausgesprochen Challenge Handshake Authentication Protocol, daher CHAP. Was wir heute machen wollen, ist eigentlich ein bisschen anders, und zwar man hat sich gedacht, Mensch, wenn dieses PAP, was wir hier das letzte Mal gemacht haben, nicht durch eine TLS-Verbindung abgesichert ist, und davon kann ich ja eigentlich nicht ausgehen, dann ist das Ganze extrem anfällig für irgendwelche Angriffe. Ich kann ja einfach das Passwort als Dolev Yahoo-Angreifer, hatten wir uns letztes Mal angeguckt, mitlesen. Sehr, sehr gefährlich, und das heißt, man möchte das eigentlich vermeiden, aber ist nicht ganz so einfach, denn wie wir heute sehen werden, wenn wir CHAP verwenden, kaufen wir uns sozusagen was anderes ein. Aber ganz kurz zum Verfahren. Logischerweise möchte sich ein Client authentifizieren, und jetzt muss ich hier meine Pfeile ein bisschen sortieren, denn wir werden jetzt hier ein paar mehr Pfeilchen brauchen. Okay, so, gut, also was wir als erstes haben ist, ich möchte mich gerne authentifizieren, lieber Herr Server. Dann schickt mir der Server eine Nachricht mit einer sogenannten Challenge drin. Challenge C. So. Und nach dieser Challenge C muss der Client beweisen, dass er das Passwort besitzt, indem er eben was Cooles tut. Und dieses coole Etwas ist eben diese Challenge zu lösen sozusagen. Und das macht er, indem er einfach den Hash von dem Passwort konkateniert, also direkt hinten dran kommt diese Challenge C. Und dadurch beweist er, dass er das Passwort hat, ohne dass er das Passwort wirklich direkt selbst mitschickt. Ja, und danach kommt eben entweder hast du es geschafft oder du hast es nicht geschafft, sprich ein ACK oder ein NACK. Wieder mal, logischerweise. So, jetzt. Aber was kaufen wir uns dadurch ein? Also klar, wenn jetzt jemand hier diese Verbindung komplett abliest, er hat vollen Zugriff auf dieses Netzwerk hier, er hat auch überhaupt keine Schwierigkeiten, irgendwas zu lesen, das Ganze ist nicht verschlüsselt, alles ist trotzdem noch gut, ohne Probleme, denn ja, wir übertragen ja das Passwort nicht mehr im Klartext, man müsste, um das Passwort rauszufinden, müsste man dieses Ding hier, also diesen Hashwert sozusagen brute forcen, und das haben wir ja letztes Mal gehört, funktioniert nicht, also zumindest nicht zeitnah. Und deswegen möchte man jetzt hier, oder geht man davon aus, dass diese Verbindung auch nicht verschlüsselt sein muss. Ist ganz nett, aber wir kaufen uns dadurch wieder was Böses ein. Und zwar, der Server muss jetzt hier in diesem Fall das Passwort natürlich selbst kennen. Er muss nämlich das Passwort im Klartext kennen. Ihm reicht nicht mehr der Hash mit irgendeinem Salt, sonst wäre die Challenge nicht mehr fresh. Sprich, man hätte jedes Mal dieselbe Challenge. Und dann wäre es eigentlich absolut sinnfrei, so eine Challenge zu stellen, denn dann könnte man hier einfach wieder einen Replay-Angriff durchführen, und dieses Passwort hier wäre eigentlich für den Arsch. Das heißt, es wäre so, als hätte man Passwort konkateniert also im Prinzip, als hätte man den Hash hier als echtes Passwort. Das Problem ist, wie gesagt, dass diese Challenge jedes Mal neu zufällig gewählt werden muss, und somit wird auch dieser Hash hier jedes Mal anders aussehen, was natürlich für diese Kommunikation hier absolut wichtig ist. Dadurch wird sie erst sicher, aber das führt eben auch dazu, dass der Server das Passwort im Klartext kennen muss, und wir haben letztes Mal gehört, das ist eigentlich eher nicht so geil. Das heißt, man möchte das eigentlich auch nicht benutzen. Und das ist jetzt ein weiteres Problem, das heißt, hier kann ich das Passwort nicht mehr so speichern, sondern ich muss das Passwort im Klartext speichern. Passwort im Klartext. Ups. Ja, das Problem ist, wie gesagt, hier das Passwort im Klartext gespeichert wird, die Kommunikation an sich hier ist aber sicher. Das heißt, welche Methode würdet ihr jetzt vorziehen? Würdet ihr lieber CHAP benutzen oder würdet ihr lieber PEP benutzen? Naja, CHAP für unverschlüsselte Verbindungen deutlich besser, klar, natürlich, aber für die normale Verbindung, die eigentlich heutzutage über HTTPS verschlüsselt ist, sollte man eigentlich immer PEP mit eben dieser TLS-Verbindung hier vorziehen. Gut, nächstes Mal werden wir noch eine weitere Variante davon kennenlernen, und dann fangen wir mit den richtig komplizierten Methoden an. Sowas wie modulare Authentifizierung, Kerberos haben wir vor, und vielleicht sogar noch Radius oder sowas. Das sind ganz spezielle Protokolle, die wirklich nur darauf ausgelegt sind,
möglichst coole Features für eben Authentifizierung bereitzustellen sozusagen. Und das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht so langsam, was hier eigentlich für Probleme auftreten, wenn wir irgendwelche Daten übers Netzwerk schon verschicken. Ja, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.